Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute gibt es wie immer einen frischen Blick auf die aktuelle Lage in Kuba. Es ist wieder einiges passiert, von neuen Gesetzen über Naturkatastrophen, Stromausfällen, internationale Partnerschaften bis hin zu spannenden Entwicklungen in der Landwirtschaft und Energieversorgung. Also bleib bis zum Ende dran, es lohnt sich. Wenn du an Themen rund um Kuba interessiert bist und nichts mehr verpassen willst, abonniere jetzt meinen Kanal. Nun geht es also los mit der aktuellen Lage in Kuba April 2025. Fangen wir direkt mit dem an, was wohl die meisten in Kuba zuletzt gespürt haben. Der große Blackout Mitte März. Um genau zu sein, am 15. März um Punkt 20:15 Uhr war in ganz Kuba plötzlich der Strom weg. Eine Störung in einem Umspannwerk bei Havanna führte dazu, dass der Westen des Landes vom Netz genommen wurde, mit Dominoeffekt auf das gesamte Stromnetz. Besonders heikel, schon vorher lag die Stromerzeugung bei nur 50 bis 60% des Bedarfs. Das heißt, das Netz war extrem fragil. Innerhalb von 48 Stunden gelang es jedoch, die Stromversorgung in weiten Teilen des Landes wiederherzustellen. In Havanna wurden Notstromaggregate aktiviert, manche Viertel waren aber tagelang komplett im Dunkeln. Krankenhäuser und Flughäfen liefen auf Generatoren. Besonders dramatisch war ein Fall in Cienfuegos, wo Ärzte mitten in einer Operation mit Handylicht weitermachen mussten und dem Patienten so das Leben retteten. Ein Paradebeispiel für den Alltag in einer angespannten Infrastruktur. Ja, nach dem, glaube ich, vierten landesweiten Blackout innerhalb von 6 Monaten erklärte die Regierung den Solarausbau zur Chefsache. Innerhalb von 8 Wochen gingen 8 neue Solarparks ans Netz mit einer Gesamtleistung von 174 Megawatt. Die Parks entstanden in Zusammenarbeit mit China. Insgesamt sollen bis Ende 2025 ganze 55 Solarparks entstehen, später sogar über 90. Ziel ist es, die Abhängigkeit von teuren Importdiesel zu reduzieren und langfristig die Grundlast abzusichern. Gleichzeitig wird an bestehenden Kraftwerken gebaut. Russland hilft mit Geld und Technik beim Bau neuer Blöcke und bei der Modernisierung bestehender Anlagen. Bis Ende des Jahres sollen über 800 Megawatt an Leistung wiederhergestellt werden. Ob das reicht, um die Energiekrise zu beenden, bleibt abzuwarten, aber es ist ein klarer Schritt in die richtige Richtung. Machen wir weiter mit einem der wichtigsten Themen für alle, die nach Kuba reisen oder wirtschaftliche Entwicklungen verfolgen: der aktuelle Wechselkurs. Der informelle Straßenkurs liegt derzeit bei etwa 365 Peso pro Euro. Dieser Kurs ist in den letzten Wochen insgesamt etwas hochgegangen. Der offizielle Wechselkurs, den der Staat für Finanztransaktionen vorgibt, liegt weiterhin bei 120 Peso pro US-Dollar, während der internationale Marktwert eigentlich bei 1:24 liegt. Warum ist das wichtig? Für Reisende bedeutet das, dass der Straßenkurs oft deutlich günstiger ist als der offizielle Kurs. Wer nach Kuba reist und Geld tauschen möchte, sollte sich regelmäßig über die aktuellen Straßenkurse informieren. Eine hilfreiche Quelle dafür ist die Website El Toque. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe auch mehrere Videos zum Thema Geld online. Sucht bei YouTube einfach Geld, I Love Kuba und ihr werdet fündig. Machen wir weiter mit den Einreisebestimmungen für 2025. Es gibt einige wichtige Änderungen für die Einreise nach Kuba, die aber nicht mehr neu sind. Ich aber immer wieder Fragen dazu erhalte, also hier nochmal kurz zusammengefasst. Zollangaben müssen weiterhin vorab online über der Viajeros ausgeführt werden. Das ist ab 7 Tage vor dem Flug möglich. Die Touristenkarte, also das Visum, wird noch benötigt. Aktuell befinden wir uns in einer Übergangszeit, in der ich die
ja, eine Papierkarte, an der ihr die Papierkarte verwenden könnt. Aber Mitte des Jahres wird es nur noch das elektronische Visum geben, also das E-Visa. Hierzu habe ich zuletzt ein Video hochgeladen, wie man über www.kuba-visa.com ein Visum erstellt. Es gab daraufhin einige Kommentare, auf die ich kurz eingehen möchte. 44 € für den Visacode, das ist doch unverschämt. Ganz ehrlich, solche und ähnlichen Kommentare habe ich über die verschiedenen Plattformen ja immer wieder gelesen. Jedes Mal, wenn ich versuche, ja, auch nur ein bisschen mit meiner Kuba-Arbeit Geld zu verdienen. Ähm, Auch wenn es bei weitem noch nicht mal kostendeckend ist. Speziell in diesem Fall, ja, direkt bei der kubanischen Botschaft kostet der Visacode 22 €. Aber da musst du dich durch eine spanische Website kämpfen, per Überweisung zahlen, ohne PayPal, ohne Kreditkarte. Ein Screenshot von der Überweisung muss man hochladen und mit etwas Pech blockiert deine Bank sogar die Zahlung. Bei kuba-visa.com bekommst du den Visacode schnell, sicher auf Deutsch und mit bequemer Zahlung. Klar kostet das mehr, aber dafür hast du null Stress und ja, kannst dich auf deine Reise konzentrieren. Ich stecke viel Zeit, Energie und auch Herzblut in meine Inhalte und das alles kostenlos. Sobald ich mal was empfehle, das Geld kostet, heißt es Abzocke. Niemand muss das Angebot nutzen, aber wer es einfach und sicher haben will, für den ist das die Lösung. Und ja, das darf dann auch mal 44 € kosten. Kurzer Real Talk meinerseits. Also über ja, meinen Link in der Videobeschreibung kommt ihr zur Bestellseite des E-Visums und unterstützt damit auch mich. So, was brauchen wir noch? Eine Auslandskrankenversicherung ist Pflicht, am besten auf Spanisch ausgestellt. Der Reisepass muss mindestens 6 Monate über die geplante Reise hinaus gültig sein. Damit seid ihr bestens vorbereitet, wenn ihr eine Reise nach Kuba plant. Während Havanna im Dunkeln saß, kämpfte Pinar del Rio gegen gegen ein anderes Problem: Feuer. Ein Waldbrand vernichteten über 400 Hektar Kiefernwald, mehr als 110 Einsatzkräfte, 2 Planierraupen und mehrere Lastwagen waren im Einsatz. Das Gelände war schwer zugänglich, die Brandursache wird noch untersucht. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, aber es war der größte Brand des Jahres und könnte ein Vorgeschmack auf eine heiße, trockene Saison sein. Ein echtes Politikum ist das neue Gesetz Ley de Tierra. Es regelt erstmals offiziell den Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen und erlaubt es jetzt auch Ausländern mit Daueraufenthalt, Agrarland zu pachten. Das gab es bisher nur inoffiziell über Verwandte. Ein vietnamesisches Unternehmen ist der erste offizielle Nutzer. Es baut auf 1000 Hektar Reis in Pinar del Rio an. Geplant sind bis zu 5000 Hektar. Ja, doch Kritik kommt von kubanischen KMUs. Sie bleiben ausgeschlossen. Kleine und mittlere Unternehmen dürfen auch weiterhin kein Land pachten, obwohl sie einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherheit leisten könnten. Beobachter sprechen von einer verpassten Chance, denn die Lebensmittelproduktion ist nach wie vor kritisch. 80% der Nahrungsmittel müssen importiert werden. Positiv sieht es hingegen im Osten Kubas aus. Dort wurde mit Innova Café ein internationales Projekt zur nachhaltigen Kaffeeproduktion gestartet. In Guantánamo wird nun mit Solarstrom produziert. Es gibt Schulungen für Bauern und sogar einen Fokus auf die Einbindung von Frauen in Entscheidungsprozessen. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und mehr Kaffee auf den internationalen Markt zu bringen, besonders nach Spanien. Gleichzeitig erinnerte eine Schweizer Doku an Kubas Kaffeevergangenheit. Im 19. Jahrhundert war Kuba weltweit führend in der Kaffeeproduktion auf Basis von Sklavenarbeit. Heute ist davon wenig übrig, aber das kulturelle Erbe lebt weiter.
Einige Plantagen gehören inzwischen zum UNESCO-Welterbe. Ein weiteres spannendes Projekt, das neue Fahrzeugtauschprogramm. Besitzer von Oldtimern, also Autos vor Baujahr 59, können diese gegen moderne Fahrzeuge aus staatlichen Beständen eintauschen. Der Tausch läuft über eine neue Online-Plattform, die nur in Kuba erreichbar ist. Ein Eigenanteil an COP wird fällig, abhängig vom Wert des neuen Fahrzeugs. Das Ganze ist Teil einer Digitalisierungs- und Effizienzoffensive im Verkehrsbereich. Auf internationaler Bühne zeigt Kuba Initiative. Außenminister Bruno Rodriguez war auf Afrikareise. Südafrika, Burkina Faso, Äthiopien und auch weitere Länder standen auf dem Programm. Themen waren Gesundheit, Bildung, Infrastruktur und Technologie. Kuba will seine langjährigen Beziehungen zu Afrika vertiefen, nicht zuletzt um neue Märkte und Partner zu erschließen. Auch Premierminister Marrero war aktiv im Kongo, Namibien und auch weiteren Ländern, besonders im Energiesektor und im medizinischen Bereich wurden über neue Kooperationsprojekte gesprochen und seit Januar ist Kuba offizieller Partner der BRICS-Gruppe. Die Kehrseite: Die USA drehen weiter an der Sanktionsschraube. Präsident Trump hat das Parole-Programm aus beiden Seiten gestrichen. Mehr als 110.000 Kubaner, die legal mit Unterstützung in die USA eingereist sind, verlieren jetzt ihren Aufenthaltsstatus. Eine Abschiebewelle droht im April. Gleichzeitig wurden neue Visarestriktionen gegen Kubaner verhängt, die mit dem internationalen Gesundheitsexport in Verbindung stehen. Auch Drittstaaten, die mit Kuba in diesem Bereich kooperieren, sind betroffen. Und als wäre es das nicht genug, kündigte die Schweizer Bank PostFinance alle Konten mit Kuba-Bezug. Der Grund: Angst vor US-Sanktionen. Besonders Betroffene sind Auslandsschweizer in Kuba, die nun kaum mehr an ihr Geld rankommen. Doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung. Am 5. April fand das Streaming-Event Concerts for Cuba statt, organisiert von Künstlern mit kubanischen Wurzeln in den USA. Ziel: $50.000 für humanitäre Hilfe zu sammeln. Das Event wurde auf YouTube und Facebook ausgestrahlt und vereinte Musik, Kultur und Solidarität. Ich finde, ein starkes Zeichen in schwierigen Zeiten. Technologisch gab es eine Premiere. Kuba hat seine erste eigene KI vorgestellt. Die Plattform heißt Socia und wurde von einem privaten Startup entwickelt. Sie soll Unternehmen helfen, Prozesse zu automatisieren, Daten zu analysieren und Aufgaben zu managen. Ziel ist es, technologische Unabhängigkeit zu schaffen und vielleicht sogar Exporte im Bereich Digitalwirtschaft zu ermöglichen. Präsident Díaz-Canel nannte KI eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft Kubas, ähnlich wie es die Biotechnologie war. Man will international mithalten, trotz aller wirtschaftlichen Einschränkungen. Ein Wermutstropfen bleibt der Tourismus. Die Zahlen sind eingebrochen. Im Vergleich zu 2024 kamen 30% weniger Besucher im Januar und Februar. Besonders weniger Russen und Kanadier, aber auch Europäer. Einzige Ausnahme: Deutschland mit einem kleinen Plus, ein Lichtblick. Air Europa stockt ihre Flüge auf. Ab Juni geht es wieder täglich von Madrid nach Havanna. Nachdem Edelweiss und Condor ihre Flüge eingestellt haben, ist das ein wichtiges Signal. So, das war's für heute mit der aktuellen Lage in Kuba im April 2025. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, schaut mal in meinem Online-Shop vorbei, www.derletztewestkubaner.de. Dort findet ihr Kubita-Kaffee, Rum und Reiseschutzversicherung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, saludos, ciao.